Wer bin ich? Sie sind nicht der Meier, der Schulz, der Huber, nein, so ist Ihr irdischer Name. Wie ist Ihr göttlicher? Wissen Sie das? Wissen Sie, welchen Auftrag Sie erhalten haben, den Sie hier zu erfüllen? Das wissen Sie nicht. Nein, dazu haben Sie auch keine Zeit gehabt. Dazu kamen Sie auch gar nicht. Denn Sie wurden verlockt, verleitet und wurden anders belehrt. Sie konnten nicht alles so in ihrem Inneren aufnehmen, schon als Kleinstkind wurden sie verbildet. Und wenn sie nun einen guten Beruf gekriegt, ja, oder dass die Eltern in einem besseren Rang und Stand stehen, und dann kam die hohe Nase. Was bist du, Dreckspatz, ich habe mit dir nichts. Ist es nicht so? Hat es nicht wehgetan? Und der andere, der so hochmütig war, ist er nicht heute demütig geworden, wenn er von dem Bösen so weit erfasst ist? Ja, Freunde, das stelle ich doch am ehesten fest. Aber erst da dann, wo der Mensch vom Bösen erfassen, wo er selbst alles versucht hat, und dieser Versuch, die vielen Versuche ihm zum Übel wurden, da begann er zu glauben, da begann er zu suchen. Dann hat er auch die Reife. Aber warum muss das erst so weit kommen? Nun sollte er, und wie alle Menschen an den einen, wie einer an alle eine Lehre gezogen haben. Eine weitere Frage, haben Sie eine Lehre daraus gewonnen? Das ist wichtig. Lehre an sich selbst, haben sich selbst studiert, selbst kennengelernt, dann können Sie erst Ihre Nächsten kennenlernen. Und so weiter, liebe Freunde. Ich sage noch einmal, das ist ein Anfang ohne Ende. Nun möchte ich vorerst schließen. Ich glaube Ihnen, liebe Freunde, wirklich das mit auf den Weg gegeben zu haben, dass Sie den Hinweis hierdurch erhalten. Muss ich für Sie noch weiteres tun oder müssen Sie auch was tun? Ich gebe Ihnen noch ein kleines Gleichnis. Speise und Trank, in dem Sie Ihren Körper ernähren, erhalten können, das kann ich Ihnen geben. Ich kann Ihnen das nur reichen, aber das ist von Gott geschaffen, von Gott so bestimmt. Essen kann ich auch, das heißt, meinem Körper was an Nahrung geben. Aber wenn Sie Hunger haben, darf ich das für Sie doch nicht tun. Dann müssen Sie es selbst tun. Oder nicht? Dann müssen Sie die Nahrung, die göttliche Nahrung doch in Ihrem Körper aufnehmen. Nur nicht so verbilden, nur nicht so vermanschen. Ich möchte mal zu Ihnen kommen, wenn Sie so viel Guten schon gewohnt sind, Braten, was weiß ich alles. Und so die Süppchen, die Sie da kochen, die zusammengematschte und das gut garnierte. Ich komme mal zu Ihnen, ich koche eine einfache, schlichte Suppe. Ich mache Ihnen nichts vor, aber ich sag's Ihnen nur. Ich habe viele Menschen davon überzeugt, dann ging ich an Kochherd, habe ich in ein Süppchen vollgekocht. Dass sie sagten, das ist unglaublich, wie haben Sie das gemacht? Da haben Sie Wundersuppe und was weiß ich genannt. Nein, sage ich, ist ganz natürlich, die ist nicht verbildet. Natürlich nicht so zubereitet, wie Sie sie zubereitet haben. Ich habe wirklich meine Liebe noch dazugegeben. Die darf ja nicht fehlen. Aber es muss nicht viel sein, es muss kein Fleisch sein, es muss kein Fett sein. Das muss ja gar nicht sein. Nein, so einfach wie sie ist, aber richtig zubereitet. Wenig. Aber gut. Und dann haben Sie auch eine Nahrung. Aber auch Macht der Gewohnheit, die Menschen sind es gewohnt, sie haben es von ihren Vorfahren übernommen und einer den anderen übertroffen. Was sie alles da zusammenbämschen. Ist nicht besser, wenn es alles rein bleibt und nicht so vermanscht wird? Ist doch viel besser. Ich könnte Ihnen tausende Gleichnisse geben, aber ich möchte wirklich nicht so weit greifen. Also, Freunde, dem Körper nur das zukommen lassen, was zu ihm gehört. Heute ist es ja schon so weit, dass selbst Ärzte, Mediziner dazu übergehen, wo es heute schon viele Bücher gibt, nein, da komme ich nicht zum Lesen, nur zur Erkenntnis, dass auch sie diesen Weg eingeschlagen. Und gerade in den Nachbarstaaten habe ich viele Freunde der Medizin angetroffen,
die schon lange gewartet, mal mit den kleinen Gröning zusammenzukommen, damit er ihnen den Weg zeigt. Sie haben sich von dem Weg der Medizin abgewandt, sie wollen jetzt hier den natürlichen Weg gehen. Natürlich müssen sie sich heute noch mit dem behelfen, was sie an künstliche Ströme und Ähnliches erzeugen. Aber sie wollen jetzt den Gröning, ja nun reißt ihn kaputt, überall ein Stückchen. Aber da auch, liebe Freunde, tut Hilfe Not, dass ich diese Menschen soweit nicht nur belehre, sondern soweit führe, damit auch sie viele Menschen zu ihrem Heil, sie würden sagen zu ihrer Gesundheit, verhelfen können, damit sie richtig geführt sind. Wo ein guter Wille, da ist auch ein guter Weg. Und ich schimpfe über keinen, ich bin keinem böse, bin auch niemand böse von Seiten der Regierung, noch viel weniger von Seiten der Justiz, im Gegenteil. Ich kann nur mein Beileid aussprechen, ich kann nur sagen, es ist traurig. Traurig, sehr traurig, aber wahr. Nur wissen die Menschen nichts von dem, was Wahrheit ist. Und darin sehe ich meine größte Aufgabe überhaupt, den Menschen die Wahrheit mit auf seinen Lebensweg zu geben. Ihn genau darauf hinzusteuern, ihn dahin zu führen, damit auch er Wahres erfährt. Dann, glaube ich, wird es gut sein. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen. Nun, liebe Freunde, unser Freund Hermann Castorf wird uns noch was zu sagen haben. Ich sage hier nochmals im Namen aller, dass auch wir uns bei unserem Freund Hermann Castorf, seiner lieben Frau, Sohn und alle, wie sie hier sind, ganze Familie bedanken, dass uns die Gelegenheit gegeben, dass wir heute beisammen sein können. Ich danke auch unserem Freund für die persönliche Einladung, der sein Bitten, dass ich doch kommen will. Und ich habe hier seinem Wunsch entsprochen. Wenn Sie einen Wunsch haben, bitte, den erfülle ich Ihnen auch. Aber sprechen Sie ihn nicht aus. Als erwachsener Mensch sind Sie auch so, wie Sie das Leben doch kennen, als Familienvater, als Ehefrau, dass Sie Ihre Verwandte, erstmal Ihre eigene Familie, wissen Sie, was dem Kind fehlt, braucht das Kind nicht sagen, wenn Sie ihm das geben, was das Kind notwendig hat. Dann kommen die Verwandten, dann kommen die Bekannten, das heißt, mit denen Sie eng im Kontakt stehen. Da gehen Sie nur einmal in eine Wohnung und schauen, hören, ach, das hätte ich gerne gehabt, das fehlt mir. Naja, man kann sich das nicht alles auf einmal anschaffen. Jetzt wissen Sie halt, übernächste Woche hat die Frau Geburtstag, jetzt wissen Sie, was Sie zu kaufen haben. So bin ich auch. Verstehen Sie? Jetzt weiß ich ganz genau. Darüber muss man nicht sprechen. Man stellt nur fest, man überzeugt sich nur. Ich habe mich von vornherein überzeugt, wo es bei Ihnen fehlt. Und das genügt. Jetzt brauchen Sie mir den Schmarrn nicht sagen, nichts von der Unordnung sprechen, die gehört hier in unserem Freundeskreis nicht hinein. Dazu sind wir nicht hier. Und das wollen wir auch hier unserem lieben Freund und Gastgeber nicht antun, den ganzen Schmutz und Dreck hier austragen. Da gehen Sie hin zu Ihrem Arzt, den können Sie alles sagen. Der behandelt den Dreck, ich nicht. Hier wird er nicht behandelt. Hier wird nur das Gute, das Reine, das Göttliche behandelt. Und das ist richtig. Nun nehmen Sie es auf und schonen Sie es gut. Mein lieber Freund Bruno, ich bin wie gestern tief ergriffen von den Worten, die ich heute von dir hören durfte. Und ich nicht nur allein, sondern die gesamte Gemeinschaft. Und ich darf dir sagen, es waren heute ganz gewisse Höhepunkte, in die du so an unserem Auge vorübergehen lassen hast und hast uns darauf vorbereitet, auf den schönen, guten und damit göttlichen Weg. Mein lieber Bruno, wir sind dir dankbar für alles das, was wir heute gehört haben. Und ich darf dir sagen, wir werden unseren Herrgott weiter bitten, dass er dir alle Kraft gibt, uns dies zu übermitteln. Meine lieben Freunde, ich glaube, dass es nicht nur mein Wunsch ist, sondern unser aller Wunsch ist. Das glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Und mein lieber Freund Bruno, möge dir der Herrgott alle Kraft geben, dass du noch recht lange zu uns kommen darfst, in diese Gemeinschaft. Dann weiß ich, dass damit uns
allen gut getan ist. Liebe Freunde, es ist nicht notwendig, dass Sie über all das draußen sprechen, was Sie sich selbst schuldig sind, und auch nicht vorausschauen, gerade in Hameln, wo es doch Menschen gegeben, die es zu untersagen gewusst, zu unterbinden gewusst, dass ich nicht mehr dorthin kommen durfte. Trotzdem wäre ich gekommen, aber es muss ja nicht so sein. Was wissen diese Menschen? Nehmen wir sie nicht für übel. Aber schreien sie nichts heraus. Dafür habe ich die Vorarbeit leisten können. Dafür habe ich viel Riegel denen vorgeschoben. Dafür habe ich so weit vorgearbeitet, dass es danach besser sein wird. Und gerade hier sage ich auch, wie wenn dem so ist, dass wir den Grünen Bund aufgelöst, obwohl er noch bis Ende dieses Jahres besteht, aber dass ich mit dem nichts mehr gemein haben will, ich selbst nicht mit Grünen Bund. Die anderen wollen es ja auch nicht. Dann kommt was anderes. Und darüber brauchen Sie in Hameln nicht groß zu sprechen. Warten Sie, bis ich weiteres vorbereitet, bis Sie Näheres erfahren. Und noch einmal gesagt, wir kommen ja jetzt am 6. Dezember, soweit Sie es wollen und wünschen, wieder zusammen. Unser Freund Kastorf sagte zuvor, ja, morgen wollten wir im ganz kleinen, engen Kreis unter uns sein, um weiteres Wichtiges für Sie zu besprechen. Aber es bleibt noch etwas Zeit, und das ist die Nachmittagsstunde, wenn auch nicht zu lang sie ausgedehnt wird. Wer kommen kann und kommen will, ist morgen Nachmittag, ja, Montag, ich weiß nicht. Montag kommen noch welche von Hameln. Montag kommen auch noch welche von Hameln, sagt unser Freund Hamann. Also gut. Wie unser Freund Hamann Kastorf sagt, das Haus steht für uns offen, wir sind ihm immer herzlich willkommen. Ich spreche jetzt für Sie und wollen wir auch von all dem Guten, das uns unser Freund Hamann Kastorf geboten hat, Gebrauch machen. Oder wollen wir keinen Gebrauch machen? Also machen wir dann Gebrauch. So Sie wollen, so Sie können. Bitte, gezwungen wird keiner.